Willkommen zum vierten Teil des Projektes Komatsu Forest Joysticks für den Landwirtschaftssimulator. Heute kümmern wir uns um die Beleuchtung. Es wird zum Teil ein wenig crazy, also bleibt auf jeden Fall dran. Normalerweise wird die Beleuchtung über den CAN-Bus gesteuert. Da ich aber keine Möglichkeit habe herauszufinden, welche Nachricht ich reinsenden muss und es theoretisch Millionen von Kombinationen gibt, habe ich mich dazu entschlossen, die LEDs manuell anzusteuern. Dazu habe ich hier erstmal einen Versuchsaufbau gemacht und die entsprechenden Pole der Verbinder mit dem Arduino verbunden. Ich habe durch einen Schaltplan herausgefunden, welche Pins zu welcher Funktion gehören. Die LEDs der Warnleuchten bekommen ein Inputsignal und die Helligkeit wird darüber gesteuert, welchen Widerstand der Massepol hat. So auch bei der Hauptbeleuchtung. Leider leuchten die Warnleuchten sehr dunkel und an der Stelle wurde ich etwas übermütig. Ich habe sie testweise an 24 Volt statt 5 Volt angeschlossen und dabei ist der Teil für das Blinker-Symbol abgefackelt. Die hier oben sehen ja noch ganz gut aus, aber das hier hat schon bessere Tage gesehen. Dabei habe ich einfach nur den Fehler gemacht, als Masse den Ground-Pin von der 24 Volt Stromquelle zu nehmen. Mit dem Ground-Pin vom 5 Volt Arduino leuchten die Symbole nämlich schön hell, außer das grüne. Aber hey, ein bisschen leuchtet es noch. Das galt es also zu reparieren, aber bis die Teile da waren, habe ich mich erstmal dran gesetzt, die entsprechenden Pole der Stecker zu löten. Die Signale sollen nämlich auch über das D-Sub-Kabel übertragen werden. Und das war eine nervenaufreibende Arbeit, da der Platz sehr begrenzt ist und jederzeit die Gefahr bestand, aus Versehen ein Bauteil von der Platine abzulöten und somit alles zu zerstören. Meine Geduld wurde auf eine harte Probe gestellt. Es haben sich immer mal wieder Sachen gelöst und überall waren Kabel im Weg. Das Löten musste schnell gehen, damit die passive Hitze des Lötkolbens keine Plastikteile beschädigt. Das Ganze hat mich in den Wahnsinn getrieben. Auch das Lösen der Steckverbindungen war teilweise sehr frickelig. Auch hier galt es aufzupassen, dass sich keine bereits verlöteten Stellen lösen, was doch öfters passiert ist, als man sich wünscht. Einige der Adern musste ich mit Jumperkabeln überbrücken, um die freien für die LEDs zu nutzen. Hier habe ich die Stecker der Kabel mit etwas Klebeband umwickelt, um zu vermeiden, dass sie sich berühren und Störungen oder Kurzschlüsse entstehen. Aber der Plan schien zu funktionieren. Ich habe das immer mal überprüft, indem ich die entsprechende Ader des D-Sub-Kabels mit 5 Volt verbunden habe. Mit einem kleinen Programm habe ich ausprobiert, ob die Warnsymbole sich auch wie geplant dimmen lassen. Hier sind die Teile, die ich mir für den weiteren Verlauf bestellt habe. Das sind ein paar grüne SMD-LEDs als Ersatz für die geschmolzenen. Ein Schalter mit 3 Stellungen soll den Beleuchtungsmodus umschalten, zwischen immer aus, vom Spiel gesteuert und immer an. Mit diesem Potentiometer soll man die Helligkeit der LEDs steuern können. Mit diesem MOSFET wird die Hauptbeleuchtung der Tasten gesteuert. MOSFET steht für Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor. Da wir die 24 Volt Masse verwenden müssen, können wir nicht direkt über den Arduino gehen, der maximal 5 Volt unterstützt. Mit diesen 5 Volt müssen wir 24 Volt steuern, was mit dem MOSFET möglich ist. Wenn ich zum Beispiel 2,5 Volt, also die Hälfte gebe, lässt der MOSFET ebenfalls nur die Hälfte der 24 Volt durch, was sehr praktisch ist. Dann habe ich versucht, die LEDs zu tauschen. Das Ablöten funktionierte so einigermaßen, obwohl der Lötkolben für sowas eigentlich viel zu groß und ungeeignet ist. Das hier ist die alte LED. Mit der Zeit sah der Teil, wo die LEDs mal waren, immer schlimmer aus. Schon bei dem Versuch, die neue LED an die richtige Position zu bringen, wäre ich fast aus dem Fenster gesprungen. Ich habe es gerade so geschafft, die eine LED ans Laufen zu bekommen, die aber dann einen Wackel hatte und schlussendlich ganz ausgefallen ist. Und ja, was soll ich sagen? Nach einem unterdrückten Wutanfall und einer Aktion, die jenseits von Gut und Böse war, sah das dann so aus. Ich habe einfach den Bohrer genommen und einmal gerade durch die Platine gebohrt. Mein völlig verrückter Plan war, von unten eine sehr helle LED einzuführen, die durch das Bohrloch das Blinker-Symbol beleuchtet. Da kann man ja kaum hinsehen. Wie das Schicksal so will, war unter dem Bohrloch genau das Gewinde für eine der Gehäuseschrauben. Also musste ich schräg von der Seite ein weiteres Loch bohren, das genau im ersten Bohrloch endet. Ich habe eine von meinen zweifarbigen LEDs genommen, die ziemlich hell sind, im Bohrloch platziert und gebetet. Wie auch immer, es hat funktioniert und es sieht noch dazu gar nicht schlecht aus. Regen wir uns erstmal ab. Nach der Aktion habe ich Schalter und Poti im Gehäuse verbaut. Im Programm habe ich eine Variable angelegt, die den aktuellen Beleuchtungsmodus repräsentiert. Ein Array namens GameValues speichert die Werte, die vom Spiel kommen, also für die Haupt-LEDs, die 3 Warnsymbole und die blauen LEDs an den Joysticks. Hier wird der Wert für die Variable LED Brightness berechnet, abhängig von der Drehung des Potis.
Je nachdem, welcher LED-Modus gerade aktiv ist, werden die Werte mit LED-Brightness und dem jeweiligen Game-Values-Feld multipliziert, was zuvor von Boolean nach Integer gecastet wird. Die PWM-Ausgänge des Arduino haben einen Maximalwert von 255, also bei 255 kommen die vollen 5 Volt am Pin an. Die grüne Blinker-LED darf aber mit maximal 175 versorgt werden, was den im Datenblatt angegebenen 3,3 Volt entspricht. Wenn der LED-Modus 0 ist, werden alle mit der Beleuchtung belegten Pins auf Low gesetzt. Im Modus 1, also vom Spiel gesteuert, wird der angestrebte Maximalwert mit der LED-Brightness und dem entsprechenden Spielwert multipliziert. Im zweiten Modus wird der Maximalwert nur mit der LED-Brightness multipliziert und abhängig von den Game Values. Auch ist dann lediglich die Hauptbeleuchtung an und keine der Warnsymbole. Wie nun die Symbole vom Spiel gesteuert werden, erfahrt ihr in der nächsten und letzten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen, liken, teilen und kommentieren und bis dann.